Hallo und herzlich willkommen, liebe YouTube-Gemeinde, zu einem weiteren Video von mir. In diesem Video soll es darum gehen, wie es sich mit Löchern in Bogenholz verhält. Ihr seht schon, ich habe einen wirklich schönen Ossage Stave mitgebracht, auch wieder Vorstufe zum fertigen Bogen. Was hier fehlt, ist auf jeden Fall noch ein bisschen Griffholz, das ist mir auf jeden Fall zu flach. Was aber auffällt, wenn man sich das ganze Stückchen Holz mal anschaut, das hat natürlich so seine Wellen. Das ist bei Ossage auch ganz normal. Wunderschöne Charakterbögen entstehen daraus meistens. Und bei diesem Stückchen jetzt hier ist es so, da haben wir außerdem auch noch ein sehr großes Astloch drin. Und wie ihr hier eben schon gesehen habt, ich habe das Astloch auch schon völlig befreit von Holz. Es ist überhaupt gar kein Holz mehr drin von diesem ehemaligen Ast, der da drin war. Der war auch ein Totholzast, das heißt, das steckte einfach nur noch da bröselig drin. Das habe ich dann dementsprechend mechanisch entfernt. Und was jetzt wichtig ist bei einem solchen Ast, das möchte ich ganz gerne nochmal in diesem Video hier erklären. Reden wir nicht lange um den heißen Brei herum. Früher oder später wird es euch passieren, dass ihr mal einen wirklich großen Ast in eurem Bogen finden werdet. Bei so welchen Ossage-Stückchen, wie gesagt, ganz häufig der Fall. Wie geht man jetzt damit um? Zum einen möchte ich da natürlich einmal verweisen auf das ganz große Bogenbau-Tutorial. Da habe ich einmal auch exemplarisch gezeigt. Ich werde gleich noch mal ein paar Grafiken dazu einblenden. Da habe ich schon mal exemplarisch gezeigt, wie man mit Ästen generell in Bogenholz umgeht. Allerdings ist das natürlich jetzt schon ein ziemlich krasser Fall. Also, was macht man an dieser Stelle? Ihr seht schon, der Bogen fließt quasi um diesen Ast herum. Und das ist auch genau die richtige Herangehensweise. Ich habe das hier natürlich vorbereitet, ohne dass ich jemals daran gedacht habe, da mal ein Erklärvideo oder ähnliches davon zu machen. Wichtig ist, und genau das wird jetzt auch beschrieben in dem großen Tutorial, ihr müsst seitlich zu diesem Ast, der ja keinerlei mechanische Wirkung in diesem Bogen hier später haben wird, Holz stehen lassen. Und zwar genau die Menge Holz, die euch eigentlich dieser Ast hier dann vorher geklaut hat. Und ihr seht hier auch schon an der Dicke der beiden Wurfarmabschnitte vor diesem Astloch, dass diese Dicke sich eigentlich genau einmal durch zwei teilt. Das heißt, auf der von euch aus gesehen linken Seite und von euch aus gesehen rechten Seite fließt quasi 50% der Holzdicke, die hier vorher vorhanden war, um dieses Astloch drumherum. Und genau das brauchen wir. Wenn hier vorher an dieser Stelle des Wurfarmabschnitts die Breite x vorherrscht, dann muss sie in Summe natürlich auch hier vorherrschen. Das heißt, das ist hier ein halb x und das ist auch ein halb x von der Strecke betrachtet. Vielleicht ist das ein bisschen zu mechanisch, aber ich denke, ihr versteht, was damit gemeint ist. Ich werde gleich jetzt auch nochmal eine Close-up-Aufnahme von diesem Bereich machen. Ihr werdet sehen, auch das Holz an sich hat schon durch seine Wuchsform vorausbestimmt, wie hier der Bogen aussehen muss. Es ist nicht so, dass die Holzfasern alle gerade hier durchschießen, sondern die Holzfasern auch eben diese seitliche, dicken Bewegung an der Stelle mitmachen. Das ist ganz eindeutig zu sehen. Wie gesagt, hier nochmal in Großaufnahme. Ihr seht alleine hier, dass die Holzfasern, der Bogenrücken ist natürlich wirklich noch nicht so fein bearbeitet, wie er am Ende sein soll. Aber die Fasern, die teilen sich genau an dieser Stelle hier auf und bewegen sich einmal komplett an der rechten Seite und auch an der linken Seite hier vorbei. Das heißt, wenn man hier an diesen Stellen mit dem Ziehmesser arbeitet, dann merkt man schon ganz genau, dass man dort an einer Faser entlang gleitet. Ja, das kann man gar nicht so wirklich platt hier rausarbeiten. Wenn man Gefahr läuft, hier hineinzuschneiden, zieht man sich natürlich hier sehr unschöne Späne raus. Das heißt, so welche Stellen müssen immer mit Bedacht bearbeitet werden, mit guter Vorausplanung, damit man eben an diesen Stellen nicht Gefahr läuft, hier diese beiden Holzsektionen dünner zu haben als die eigentliche Holzsektion, die hier drunter existiert. Das darf auf keinen Fall passieren. Also die Dicke hier an der Stelle, die muss hier und hier zusammengerechnet auch vorhanden sein, damit das Ganze funktioniert. Und dann sehen so welche Astlöcher natürlich total cool aus am Ende. Also ein Hingucker ist das auf jeden Fall, beziehungsweise ein Durchgucker. Ja.
Das mit dem Durchgucker ist natürlich nur ein blöder Scherz am Rande. Für euch ganz eindeutig wichtig zu wissen, eben was an einem solchen Punkt hier zu tun ist, wenn es mal zu einem wirklich, wirklich großen Astloch kommt. Auch Astlöcher, die nicht aus Totholz bestehen, kann man zum Beispiel durchaus einfach ausbohren und so ein Loch erzwingen, wenn es nicht einfach schon dadurch gegeben ist, dass das Material, was in dem Astloch drin ist oder in dem Ast ist, sehr porös ist. Dann könnt ihr eben nachhelfen mit einem Bohrer, also das ist auch gar kein Problem. Schaut nochmal ganz genau hin, welche Äste ihr in eurem Bogen habt und ob da seitlich Holz dazugegeben werden muss oder nicht. Dazu habe ich ja wie gesagt das große Tutorial gemacht. Das findet ihr hier auch auf der linken Seite nochmal und ansonsten wünsche ich euch einfach frohes Schaffen, auch eben mit so welchen großen Astlöchern.